Servus und hallo liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem weiteren coolen, spannenden Orchideen-Thema, und zwar Orchideen in Colomi. Und ich möchte euch dahin führen, weshalb ich auf diese Idee gekommen bin und zeigen, dass sie funktioniert. Ursprünglich habe ich ja bei Colomi das Orchitop genutzt als Gefäß und das funktioniert auch super. Ihr seht bei dieser Wanda, das war eine kleine Pflanze, die habe ich vor 2 Jahren eingepflanzt. Die war erst so klein und ist jetzt richtig groß geworden, hat extrem viele Wurzeln, müsste jetzt mal wieder gegossen werden, ist total trocken. Aber bei den Temperaturen hier draußen ist auch normal, dass es sehr schnell abtrocknet. Aber damit habe ich angefangen und beim Thema Phalaenopsis, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich beim Orchitop immer mal wieder Probleme. Auch im Glasgefäß hatte ich Probleme. Und jetzt habe ich vor kurzem damit ja angefangen, Cattleya-Orchideen in Tontöpfen und als Substrat Colomi einzupflanzen. Und dann hatte ich festgestellt, hey, das funktioniert ja echt super. Hier bei dieser Cattleya Green Emerald klappt das ja so super, dass sie einen richtig großen, fetten Neutrieb ausgebildet hat. Dann dachte ich mir, komm, ich teste es mal bei Oncidium. Ihr seht hier das grobe Colomi im Tontopf und dieses dicke, schöne Oncidium. Wunderschön knackig grüne Pflanze. Macht hier auch mehrere schöne Neutriebe. Ist inzwischen auch am 2. Mal am Blühen dieses Jahr. Bei so vielen Trieben ist es eigentlich normal bei Oncidium. Und ihr seht, das funktioniert auch richtig super gut. Und dann hatte ich mir gedacht, hey, ich habe so eine große, intensive Orchidee. Orchidee, groß, Riesenblätter, viel Gewicht, also die ist wirklich schwer. Wenn ich die in einen Topf einpflanze, wie das jetzt hier der Fall ist, mit Pinienrinde, dann habe ich immer das Problem, dass diese große Pflanze den Topf umschmeißt. Jetzt könnte ich das Ganze natürlich auch in einen Übertopf setzen, dass das Ganze ein bisschen stabiler steht, aber Übertöpfe finde ich jetzt nicht ganz so schick. Und das Colomi hat ja ein Eigengewicht, bedeutet, dadurch wird so eine große Pflanze einmal im Topf gehalten, zum anderen ist das Substrat locker, zum anderen kann ich damit das ganze Thema richtig gut handeln und die Pflanze steht wirklich stabil, und zwar so stabil, dass sie nicht umkippt. Das Ganze ist also das hier ist eigentlich aus diesem Topf entstanden. Hier habe ich die Phalaenopsis Moonlight und mangels Substrat, ich hatte keine Pinienrinde mehr, dachte ich mir, hey, ich habe so viel Colomi, nehme ich das Colomi einfach als Substrat. Und ihr seht, die Pflanze, die wurzelt hier richtig schön ein. Die hat ein richtig schönes, kräftiges Herzblatt ausgebildet. Und die Blätter, schaut euch mal das an, die sind richtig fest. Da ist nichts irgendwie dehydriert. Dieses Blatt ist auch richtig stabil, steht schön nach oben. Und Colomi als Substrat im Töpfchen, normalen Töpfchen, ob jetzt Tontopf oder Kunststofftopf, es funktioniert echt genial. Also die ersten Ergebnisse, die sind so der Hammer. Das seht ihr ja selbst, die Pflanze steht richtig intensiv, stabil da. Die hier wächst richtig intensiv, macht eine schöne Wurzel. Die Wurzeln schauen knackig und gesund aus. Und die Cattleya hier ist ja auch ein richtig cooles Beispiel dafür, dass es funktioniert. Genauso wie dieses Oncidium, was ja echt knackig grün und gesund ausschaut. Also aus anderen Pflanzversuchen und auch anderen Substratversuchen hatte ich nicht dieses intensiv schnelle Erlebnis, dass die Pflanze so knackig grün ist und so abartig gut darauf reagiert. Ich bin wirklich richtig baff und am meisten freut mich das hier bei den Phalaenopsis, weil so habe ich eine Möglichkeit für mich gefunden, Colomi bei Phalaenopsis richtig gut einzusetzen. Die Pflanzen stehen wirklich stabil, also ihr könnt es wackeln, wie es will. Genauso bei so großen Pflanzen. Habt ihr das auch schon mal ausprobiert? Wie sind eure Ergebnisse? Schreibt es mal hier rein. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.